Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute habe ich mir hier meine Hannemühle Watercolor Selection rausgesucht, das Harmony Papier 300 Gramm und habe mir das hier aufgeklebt, ein kaltgepresstes Papier, und ich möchte heute mal mit Rubbelkrepp ein bisschen arbeiten. Das ist echt irgendwie ein Teufelszeug. Jetzt hatte ich ja gehofft, ich habe hier meine neue Glasfeder, dass das mit dem Ding besser geht. Ja, war ein Irrtum, funktioniert auch nicht besser, aber sie lässt sich gut sauber machen, von daher war das jetzt nicht das Thema. Tatsächlich müsste ich mir mal ein paar Spritzen, glaube ich, besorgen. Ich habe es schon mit Pipetten versucht, das geht auch nicht. Mit einem Pinsel ist es immer sehr breit. Ich gehe jetzt mal davon aus, mit leeren Spritzen müsste es am besten funktionieren. Aufziehen das Zeug oder hineinfüllen und dann mit leichtem Druck bekommt man es dahin, wo man es hinhaben möchte auf dem Papier. Es gibt ja auch diese Stifte, Masking Fluid Stifte, habe ich aber noch nicht gesehen, und wenn ich mir angucke, wie zäh das ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Stifte auch nicht sehr lange halten. Schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, wenn ihr da andere Erfahrungen habt. Ja, ich habe jetzt hier die Glasfeder genommen. Es ging, also ich habe ein paar Linien drauf bekommen und ich habe auch die Glasfeder dann eigentlich ganz gut reinigen können. Dann habe ich mir hier meine Farben von Victoria geschnappt, von VH Aquarell. Das ist eine Chamäleonfarbe, die ich mir rausgesucht habe, ein Pink Gold C07. Und ich wollte nur so einen Hauch von Schimmerschein erstmal haben. Und deshalb kommt dieses Pink Gold ganz, ganz dünn. Ihr seht das kaum, aber es hinterlässt einen Schimmer. Und den wollte ich haben. Das trage ich jetzt gerade auf. Und dann habe ich mir noch 2, 3 andere Farben von Victoria ausgesucht. Ich bleibe heute so hier in dieser Pink, Lila, Blau Geschichte, und ja, ich trage jetzt hier ein bisschen die Farben auf mit sehr viel Wasser. Ich lasse das laufen und man kann schon sehen, das Masking Fluid, den Rubbelkrepp darunter, der macht schöne Strukturen, schöne Linien, und ja, es hat richtig Spaß gemacht, mal zu gucken. Die bilden tatsächlich auch eine Grenze, also manchmal läuft die Farbe dann nur bis an so eine Linie heran und man kann da wunderbar mitspielen. Dieser dunkle Farbton hier, das ist jetzt das nennt sich Perry Lane Violett, ein toller Farbton, weil er sich aufteilt in 2, 3 verschiedene andere Farbtöne. Wunderbar ist das. Dann ein bisschen Indigo ist reingerutscht. Ich habe da ein Magenta drin, einen ganzen Hauch von Fuchsia. Ja, richtig schöne Farben. Ich verlinke euch wie immer den Shop von Victoria unten in der Videobeschreibung. Schaut doch da gerne mal vorbei. Schöne Farben, hergestellt in Deutschland auf Honigbasis, also kann ich jedem nur empfehlen. Lichtecht und richtig schön glänzend. Ja, es war mir noch nicht dunkel genug an manchen Stellen, und jetzt setze ich hier immer noch, solange es nass ist, könnt ihr noch reinsetzen, ohne dass irgendwelche Trockenränder entstehen. Die Farbe fängt an zu laufen. Und ja, also das ist so der schönste Moment. Man kann da wirklich sich drin verlieren und muss den richtigen Zeitpunkt abpassen, aufzuhören, ne? Ja, hier ist das Ganze getrocknet. Jetzt rubbel ich dieses Rubbelkrepp runter und nun kommen die ganzen weißen Linien hervor. Und dann ist das Bild auch schon in dem Moment ganz nett. Ich wünschte mir, man könnte
das jetzt einfach mal 10-fach kopieren, weil ich hatte da noch ein paar andere Ideen mit. Aber für eine Idee muss man sich halt entscheiden. Das ist immer so doof. Ich habe auch keinen tollen Farbdrucker, dass ich sage, okay, ich scanne mir das ein und mache mir nochmal eine Kopie sozusagen, mache noch ein paar andere Ideen. Naja, auf jeden Fall setze ich jetzt nochmal eine hauchdünne Schicht Farbe drauf, rolle die so ein bisschen übers Papier, ganz leichte Farbtöne nur, weil ich diese weißen Linien nochmal ein bisschen unterbrechen wollte. Nicht immer, aber ab und zu. Und ja, auch da kommen jetzt wieder so ein paar schöne neue Strukturen rein. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, ne? Dass die Schicht, die hier so drüber rollt, ihr seht das ist noch so ein ganz helles Licht, aber jetzt wäre das Bild schon eigentlich schön. 1000 andere Sachen, 1000 andere Ideen hatte ich im Kopf. Ja, was mache ich? Ich schnappe mir nochmal wieder diese Tinte von Winsor & Newton. Dieses ist ein Pinkfarben. Oder wartet mal, ich muss mal eben gucken. Also ich habe da genommen. Nein, der war es nicht. Der auch noch nicht. Purple heißt diese Farbe, die ich jetzt hier benutze. Und ich fange jetzt an und ziehe hier Linien drüber, so ein bisschen neurografischer Art und runde die dann erstmal wieder ab, die Ecken. Ja, immer wieder spannend. Man denkt erst, oh, das ist so ein Gewirr von Linien und bis man sich da so durcharbeitet, um diese ganzen Flächen abzurunden. Aber mit der Zeit wird es immer schöner und faszinierender, die Flächen und die Strukturen, die entstehen. Und ja, diese Arbeit lohnt sich tatsächlich, finde ich. Ja, dann habe ich das mit dem Purple fertig gehabt. War ein bisschen sehr schön, aber hell. Und ich wollte aber wieder ein bisschen nachher die Farben sprühen und verlaufen lassen. Und ich setze jetzt hier nochmal an das Purple oder auch teilweise obendrauf nochmal die Tinte in Ultramarin. Die habe ich schon im letzten Weihnachtsvideo benutzt. Und ja, sobald das dann fertig ist, sprühe ich das Ganze einmal mit Wasser voll. Diese Tinte ist nicht wasserfest. Und dann kommen wieder diese wahnsinnigen Hammer-Effekte, wenn es anfängt zu laufen. Also das verändert innerhalb von Sekunden das ganze Bild. Und ja, es ist immer so ein Wagnis natürlich. Funktioniert es? Wird es gut oder wird es nicht gut? Aber ich finde, es ist gut geworden.
So, der Moment ist gekommen. Ich schnappe mir meine Pumpsprühflasche und setze Wasser aufs Bild, sprühe einen ganz leichten Nebel und ja, ihr seht das, in diesem Moment fängt es an und es läuft und es ist wie von Zauberhand, was da entsteht für tolle Farbverläufe, für spannende Muster und ja, ich bin immer total fasziniert und ganz glücklich darüber, wie das so funktioniert. Ich hatte 2 Pfützen, da habe ich ein bisschen Farbe, ein bisschen Wasser wieder weggetupft und den Rest lasse ich jetzt einfach erstmal liegen und lasse ihn arbeiten und ruhen. Ja, dann hat mir noch so ein letztes kleines i-Tüpfelchen gefehlt und da habe ich mir den weißen Uniball Signo genommen. Heute hat der auch mal funktioniert. Ist ja nicht immer der Fall, der Stift zickt ja gerne mal ein bisschen herum. Und ich setze nur so ein paar kleine Pünktchen, Schwärme entlang von so mancher Linie. Das wird nicht viel sein. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel dran rumkritzeln, um es wieder kaputt zu machen, das Bild. Nur mal ab und zu so einen kleinen Pünktchenstrom sozusagen. Ja, und dann hoffe ich doch, euch hat es gefallen, ein bisschen zuzuschauen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich immer über nette Rückmeldungen von euch und eure Erfahrungen oder was ihr so erlebt mit eurer Malerei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch so passiert oder zum Beispiel eure Erfahrung mit Rubbelkrepp. Wie macht ihr das? Und. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, seid kreativ, viel Spaß mit euren Farben und wir sehen uns. Eure Melanie. Und nochmal der Hinweis, bitte, bitte, bitte nehmt einen Föhn zur Hilfe. Ich sehe so oft Videos von Künstlern auf YouTube, die machen die tollsten Bilder und reißen am Ende einfach das Klebeband runter und reißen teilweise ihr Papier kaputt und es sieht dann richtig unschön aus. Und da denke ich immer, oh, das war jetzt schade drum. No? Nehmt einen Föhn zur Hilfe und ihr kriegt wunderbare, schöne Kanten.